Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute sehen Sie den 4. Teil der 9-teiligen Miniserie Hundekopftypen. In den ersten 3 Teilen sahen Sie die Bullen, die Scouts, als 3. Teil die Bären und heute sehen wir uns die Romeos an. Also bis gleich. Nun, die Romeos. Sehen wir uns zuerst mal an, um welchen Hundekopftyp es sich da handelt. Nun, das sind Hunde, bei welchen man als Besitzer davon ausgehen kann, das eine oder andere Mal den Satz, mein Gott, ist der süß oder ist der hübsch, zu hören. Ganz sicher. Besonders das weibliche Geschlecht fühlt sich häufig sehr angezogen von diesem Hundekopftyp und lässt den Satz, das ist ein hübscher Hund, los. Ich weiß das, ich habe das schon häufiger erlebt. Ja? Besonders bei diesem Hundekopftyp. Selbstverständlich könnte man in diese Hundekopftypenbezeichnung sehr viele Hunderassen hineinpacken. Denn Schönheit liegt ja immer im Sinne des Betrachters. Das wissen wir. Der faltigste Mastino Napolitano ist für seinen Besitzer häufig der schönste Hund der Welt. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist nun mal so. Doch ich habe mich heute für einen ganz bestimmten Hundekopftyp entschieden, der sich, obwohl er oft auf dieser Hundekopf häufig auf Hundekörpern sitzt, die völlig verschiedenen Rassen angehören, wie Sie gleich sehen werden, doch sie ähneln sich sehr. Ich habe versucht, hier einen ziemlich einheitlichen Typ Kopfhunde herauszusuchen und habe mich für 20 Hunderassen entschieden, die diesen Hundekopftyp Romeo darstellen sollen. Das sind eigentlich alles Jagdhunde, bis auf eine Rasse sind es alle Jagdhunde. Und genau diese eine Rasse hätte es mir heute in Teil 4 am meisten angetan. Doch dazu etwas später. Nochmal zurück zu den Romeos. Wieso der Begriff Romeos? Nun, wie schon vorher gesagt, weil dieser Gesichtsausdruck dieser Hunderassen, wenn ich so sagen kann, häufig dafür sorgt, dass der Betrachter entzückt ist. Das sind sehr hübsche Hunde, häufig mit recht langen Schlappohren und die meisten oder eigentlich alle mit Langstockhaar. Nochmal, ich wiederhole mich, ich hätte hier wahnsinnig viele Hunderassen hineinpacken können, da die ja ebenfalls alle sehr hübsch sind und auch diese Hunde einen Romeo, einen weiblichen Romeo darstellen würden. Ja. Aber dann müsste ich alle über 400 offiziell anerkannten Hunderassen da hineinpacken, denn mir gefallen sie unterm Strich alle. Ja. Auch Nackthunde gefallen mir gut. Ja. Die Hunde können nichts dafür, sind trotzdem hübsch. Doch, ich habe mich eben für diesen Typ entschieden und dachte mir, das sind die typischen Romeos unter den Hunderassen. 20 der typischen Romeos unter den Hunderassen. So, und jetzt genug gequatscht. Mr. Dog Special. Gehen wir es an, also Film ab.
Nun, das waren die Romeos. Sie haben gesehen, hauptsächlich Setter, Red River, Spaniels. Sind sehr hübsche Hunde, sind alles tolle Jagdhunde. Obwohl die meisten von diesen Hunden heute zu den beliebtesten Begleithunden der Welt zählen und nichts mehr mit der Jagd am Hut haben, sind es trotzdem tolle Jagdhunde. Einige der besten in ihrer Welt der Jagd. Ja. Und der eine, von dem ich gesprochen habe, der hier keinen Jagdhund darstellt, das ist eben der Hoverwart, der vom Kopftyp her in diese Kategorie hineinpassen würde, möchte ich mal sagen. Wenn man ein Auge zudrückt, doch auch der ein relativ großes Schlappohr, langstockhaarig, hat nicht denselben Kopftyp wie ein Spaniel, klare Sache, aber schlägt schon in die Kerbe von Red River oder von Setter hinein, auch wenn der Kopftyp des Hoverwarts allgemein gesehen eher kantiger ist als derjenige der anderen Romeos hier in diesem Video. Und das wäre der Hund, der mir in diesem Video am ehesten zusagen würde, da er im Normalfall auch den kantigsten Hund darstellt und ich ein Fan von kantigen Hunden bin. Ja, so viel zu den Romeos. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Freuen Sie sich auf Teil 5. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.